Hallöchen und willkommen zu diesem hübschen Muster. Für dieses Muster benötigt ihr eine Luftmaschenkette teilbar durch 21 plus 10 Maschen mehr. Für Reihe 1 lege ich meinen Daumen auf die Masche und häkle nochmal zusätzlich, um auf ein Stäbchen zu kommen, 3 Luftmaschen mehr. Normalerweise würde ich jetzt ab Nadel in die 4. Masche stechen. Da wir aber für dieses Muster eine Masche freilassen müssen, gehe ich mit dem Daumen eine Masche zurück und steche ab Nadel mit einem Umschlag in die 5. Masche ein. Also 1, 2, 3, 4, 5 und häkel dort ein Stäbchen hinein. Eine Luftmasche, Umschlag, eine Masche freilassen und in die nächste ein Stäbchen hinein. So haben wir jetzt am Anfang 3 optische Stäbchen mit jeweils einer Masche, die wir dazwischen freigelassen haben, und als Ausgleich eine Luftmasche, außer am Anfang. Umschlag, eine Masche freilassen und in die nächste ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen. Eine Luftmasche, ein Umschlag, eine Masche freilassen, in die nächste Masche ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und in die nächste ein Stäbchen. Eine Luftmasche, Umschlag, eine Masche freilassen und ein Stäbchen. So haben wir nach der gehäkelten Spitze wieder 3 Stäbchen mit jeweils einer Luftmasche und einem Masche dazwischen frei. Jetzt brauchen wir den Bogen nach unten. Eine Luftmasche, Umschlag, eine Masche freilassen und ein Stäbchen häkeln. Und da wir jetzt den Bogen nach unten brauchen, lassen wir 3 Maschen frei, machen einen Umschlag und stechen in die 4. Masche ein und häkeln ein Stäbchen. Achten darauf, dass wir oben die letzte Masche nicht zu groß ziehen, denn wir wollen ja hier schließlich eine Spitze haben. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und in die 2. ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und ein Stäbchen. Jetzt kommt wieder die Spitze nach oben, nachdem wir dann 3 Stäbchen wieder dazwischen haben. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und in die nächste ein Stäbchen. 3 Luftmaschen und ein Stäbchen. Das ist die Spitze nach oben. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen, ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und ein Stäbchen. Nun brauchen wir wieder den Bogen nach unten. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und ein Stäbchen. 3 Maschen freilassen. 1, 2, 3. Einen Umschlag und in die 4. einstechen und ein Stäbchen häkeln. Dabei darauf achten, dass oben die letzte Masche sich nicht zu weit auseinander zieht. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und ein Stäbchen. So haben wir wieder unsere 3 Stäbchen dazwischen. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und nun wieder die Spitze nach oben, indem wir ein Stäbchen häkeln, danach 3 Luftmaschen und nochmal ein Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Und am Ende der Reihe eine Luftmasche, eine Masche freilassen, ein Stäbchen.
eine Luftmasche, eine Masche freilassen und ein Stäbchen. Und zum Schluss keine Luftmasche und in die letzte Masche, nachdem wir noch eine freigelassen haben, ein Stäbchen häkeln. Also am Anfang und am Ende werden zwischen dem ersten und zweiten und dem vorletzten und letzten Stäbchen keine Luftmaschen gehäkelt, denn durch das Zickzack müssen wir ja gucken, dass wir irgendwie gerade bleiben. Und so sieht es dann in der ersten Reihe aus. Wir haben 3 optische Stäbchen am Anfang und dann ein V mit einer langen Kette dazwischen nach oben. Dann wieder 3 Stäbchen dazwischen, danach ein V nach unten, indem wir 3 Maschen dazwischen freilassen. Danach wieder 3 Stäbchen dazwischen, ein großes V nach oben, 3 Stäbchen dazwischen, ein großes V nach unten, 3 Stäbchen dazwischen, ein großes V nach oben und wieder unsere optischen 3 Stäbchen am Ende, wobei dort keine Luftmasche zwischenkommt und auch hier nicht. Das war Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen. Diese Reihe ist etwas anders und zwar häkeln wir diese geschlossen. Wir machen einen Umschlag. Auch hier gilt Anfang und Ende keine Luftmasche zwischen dem ersten und dem zweiten und dem letzten und vorletzten Stäbchen. Um die zur Stäbchenreihe zu häkeln, beginnen wir über dem dritten Stäbchen und häkeln dort in das Stäbchen ein Stäbchen hinein. Also 3 Steigeluftmaschen und über das dritte Stäbchen ein Stäbchen häkeln. Danach ein Stäbchen zwischen die Stäbchen, ein Stäbchen ins nächste Stäbchen. So haben wir hier unsere 3. So, und dann kommen wir zur Spitze. Und nun um die Kette der Spitze nochmal 2 Stäbchen. Und das kann man sich dann gleich schon mal merken. Am Anfang und am Ende eurer Kette werden nur 5 Stäbchen gehäkelt. Danach kommen 3 Luftmaschen und nochmal 2 zusätzliche Stäbchen um die Kette herum. Und das ist dann unsere Spitze, die halt aus 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen besteht. Als nächstes kommen 9 Stäbchen nach unten, wobei diese 2 von der Spitze mitzählen. Das dritte kommt dann ins Stäbchen hinein. Das vierte dazwischen. Das 5. wieder ins Stäbchen. Das 6. dazwischen. Das 7. ins Stäbchen. Das 8. dazwischen und das letzte 9. Stäbchen wieder ins Stäbchen. Und dann sollte es so aussehen. Nun kommen wir zur Spitze nach unten. Und da beenden wir die eine Spitze in dem letzten Stäbchen vor der Spitze nach unten und beginnen auf der anderen Seite wieder in dem Stäbchen danach. Also die Spitze an sich lassen wir unberührt. Wir häkeln also ein Stäbchen, hier ist meine Spitze, in das Stäbchen danach und achten auch hier wieder darauf, dass wir die Masche nicht zu groß ziehen, damit das auch eine schöne Spitze wird. Und ab hier dieses Stäbchen selbstverständlich mitgezählt, insgesamt 9 Stäbchen wieder nach oben häkeln. Immer 1 ins Stäbchen und 1 dazwischen. So, jetzt haben wir 3, 1 dazwischen 4, 1 ins Stäbchen 5, 1 dazwischen 6, 1 ins Stäbchen 7.
Und nach dem 7. Stäbchen sind wir wieder bei der Spitze nach oben angekommen. Und das 8. und 9. kommt um die Kette der Spitze herum. 3 Luftmaschen. Und auf der anderen Seite das gleiche rückwärts. 2 Stäbchen um die Kette herum. Und wieder 7 danach runter. 3, 4, 5, 6 und 7, sodass wir insgesamt wieder unsere 9 Stäbchen haben. 9. So, und dann sind wir wieder bei der Spitze nach unten angekommen. Das hier ist die Spitze, hier ist das nächste Stäbchen, dort häkeln wir dann das nächste Stäbchen hinein und achten wieder darauf, dass die Masche hier oben nicht zu weit auseinander zieht. Ab hier wieder 9 Stäbchen nach oben. 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und das 8. und 9. Stäbchen kommen wieder um die Kette der Spitze herum. Danach 3 Luftmaschen und auf der anderen Seite wieder um die Kette 2 Stäbchen, denn diese besteht ja aus diesen 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und am Ende der Reihe, wie am Anfang, nur insgesamt 5 Stäbchen. Die 2 aus der Spitze, dann 1 ins Stäbchen, 1 dazwischen, 1 ins Stäbchen. So, dann haben wir unsere 5. Und nun einen Umschlag ohne Luftmasche und in der 3. Steigeluftmasche der Vorreihe mit einem Stäbchen die Reihe beenden. Und dann sollte das so aussehen. Also bei dieser Reihe beginnen wir im 3. Stäbchen der Vorreihe und häkeln 5 Stäbchen nach oben, wobei die letzten 2 in der Spitze reingehäkelt werden. 3 Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen in die Spitze. Insgesamt häkeln wir dann wieder 9 Stäbchen nach unten, wobei die aus der Spitze auch wieder mitgezählt werden. Immer 1 ins Stäbchen, 1 dazwischen, 1 im Stäbchen, 1 dazwischen. Bei der Spitze dann unten angekommen, achten wir dann immer darauf, dass wir im letzten Stäbchen und auf der anderen Seite im ersten Stäbchen, also vor und hinter der Spitze, unser erstes und letztes Stäbchen häkeln. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, deswegen versuche ich euch das auch nochmal so zu zeigen. Wichtig ist dabei nur immer, dass diese Masche hier nicht so groß gezogen wird, sonst sieht das nachher nicht schön aus. Und diese Viererlöcher kommen dann auch auf Masse nachher nicht so gut zur Geltung. Und das ist dann das eigentliche Muster, welches nur aus diesen beiden Reihen besteht. Kommen wir zur Reihe 3. Nun wieder die Lochreihe. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen. Und hier habe ich mir persönlich das so gemerkt, dass ich immer von der Spitze ausgegangen bin. Diese 3 Stäbchen. So, und hier auch diese 3 Stäbchen. Und zwar auch hier am Anfang 3 Steigeluftmaschen und keine Luftmasche und beginne ab Nadel im 4. Stäbchen oder ab Spitze im 3. Stäbchen. Und ich habe mir halt, wie gesagt, immer die Spitze gemerkt. Diese 3 Stäbchen. Dass ich weiß, dass ich hier das erste Stäbchen hineinsetze, eine Luftmasche und das letzte Stäbchen vor der Spitze setze. So habe ich dann hier, wie am Anfang, meine 3 optischen Stäbchen, also wie aus der ersten Reihe. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, dann eine Luftmasche und um die Kette der Spitze herum ein Stäbchen,
3 Luftmaschen und ein Stäbchen. Eine Luftmasche, in das erste Stäbchen der 9 ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen freilassen und ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und ins nächste ein Stäbchen häkeln. So, hier war unsere Spitze, ein Stäbchen, 2 Stäbchen, 3 Stäbchen. Und nun kommt die Spitze nach unten. Und auch hier wieder von der Spitze an diese 3 Stäbchen und diese 3 Stäbchen. Soll heißen, ich mache jetzt eine Luftmasche und komme dann ja in diese 3 Stäbchen hinein. Eine Masche freilassen und ein Stäbchen häkeln. Und nun einen Umschlag ohne Luftmasche. 1, 2, 3. Gehe rüber und häkel dort ins dritte Stäbchen ein Stäbchen und achte dabei darauf, dass ich die Masche wieder nicht allzu groß ziehe. Also hier habe ich diese beiden Stäbchen in die 3 und hier die Stäbchen in die 3. Danach, das Stäbchen gehört ja noch zu den 3 dazu und dann kommt die Ecke nach unten. Da kann ich mir dann auch wieder diese 3 Stäbchen merken und diese 3 Stäbchen merken und diese verbinde ich, damit es diese Ecke bleibt. Insgesamt bleibt es so wie in der ersten Reihe. Spitze, 3 Stäbchen dazwischen, Spitze nach unten, 3 Stäbchen dazwischen, Spitze nach oben. Als nächstes kommt also ein Stäbchen, eine Masche freilassen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Masche freilassen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Masche freilassen. Das ist dann das letzte Stäbchen. So habe ich hier, das ist die Spitze nach unten. 1, 2, 3. Jetzt kommt die Spitze nach oben. Eine Luftmasche, ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen um die Kette herum. Eine Luftmasche und ein Stäbchen in das erste Stäbchen hinein. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und ein Stäbchen. Das ist dann das 4. und somit die Spitze schon nach unten. Hier ist die Spitze. Hier sind die 3, dort habe ich ja jetzt das erste Stäbchen hinein. Dann gehe ich auf die andere Seite, hier sind die nächsten 3, dann weiß ich 1, 2, 3 und hier muss das erste Stäbchen auf der anderen Seite wieder hinein. Und dann habe ich die Spitze nach unten. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen, ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche freilassen, ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche freilassen, ein Stäbchen, dann habe ich die Spitze, eine Luftmasche und in die Spitze dann ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und am Ende eurer Reihe eine Luftmasche, ein Stäbchen ins erste Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen, ein Stäbchen. So, und da wir am Ende sind und nur 3 Stäbchen insgesamt haben dürfen, gehen wir ohne Luftmasche in die dritte Steigeluftmasche der Vorreihe und häkeln dort unser Abschlussstäbchen und haben somit Reihe 3 beendet. Kommen wir zur Reihe 4, das wäre dann wieder Reihe 2, 3 Steigeluftmaschen und wie vorhin schon erwähnt, ins dritte Stäbchen einstechen, ohne Luftmasche und ein Stäbchen häkeln. Ein Stäbchen dazwischen, ein Stäbchen ins nächste Stäbchen und 2 Stäbchen um die große Luftmaschenkette der Spitze. 5 Stäbchen am Anfang.
3 Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen um die Kette herum. Das sind die ersten 2 der 9, die wir jetzt brauchen. Ein Stäbchen ins Stäbchen, ein Stäbchen dazwischen, ein Stäbchen ins Stäbchen, ein Stäbchen dazwischen, ein Stäbchen ins Stäbchen, eins dazwischen und eins ins Stäbchen. 2, 4, 6, 8, 9. So, dann sind wir wieder bei der Spitze nach unten. Hier gehen wir hier in das letzte Stäbchen und hier in das erste, also Umschlag in das erste Stäbchen nach der Spitze mit einem Stäbchen das andere verbinden und darauf achten, dass die Masche nicht zu groß wird. Und danach wieder 9 nach oben, immer 1 ins Stäbchen, 1 dazwischen. 1 ins Stäbchen, 1 dazwischen. Bis ins letzte Stäbchen, dann haben wir 7 und das 8. und 9. Stäbchen kommen um die Kette der Spitze. 3 Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen um die Kette. Das 3. dann ins Stäbchen, das 4. zwischen die Stäbchen, das 5. ins Stäbchen, das 6. in die Mitte und das 7. wieder ins Stäbchen, das 8. dazwischen und das 9. und letzte ins Stäbchen. Dann sind wir ein Stäbchen vor der Spitze nach unten, machen einen Umschlag und gehen in das Stäbchen nach der Spitze nach unten und häkeln diese schön eng zusammen. Danach wieder ein Stäbchen zwischen die Stäbchen, 1 ins Stäbchen, 1 dazwischen, 1 ins Stäbchen, 1 dazwischen und 1 ins Stäbchen. Dann haben wir wieder 7 Stück. Und das 8. und 9. kommen wieder um die Kette der Spitze. 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen nochmal um die Kette der Spitze. Und am Ende unserer Reihe dürfen es ja nur noch 5 Stäbchen sein. Das heißt, ich häkle 1 ins Stäbchen, 1 dazwischen und 1 ins Stäbchen und gehe dann ohne Luftmasche in die Steigeluftmaschen der Vorreihe in die 3. Masche von unten angezählt und beende die Reihe mit einem Stäbchen. So, und das war unser Muster. Bestehend nur aus 2 Reihen. Wenn man die immer abwechselt, bekommt man ein mega geniales Muster mit Suchtfaktor.